Guten Tag zusammen, willkommen zum zweiten Tag der Hamburg Metal Days und dem Panel mit den Veranstaltern vom Wacken Open Air, wie jedes Jahr. Die beiden Herren muss man eigentlich nicht vorstellen, ich mache es der Vollständigkeit halber. Trotzdem, Thomas Jensen, Holger Hübner, Veranstalter des Wacken Open Airs seit ganz lange. Die werden heute eure Fragen beantworten zum Fest vom nächsten Jahr, was erzählen zur generellen Planung und allem, alles, was mit dem Wacken Open Air zu tun hat. Die Herren, traditionell wird beim Hamburg Metal Days ein ganzer Stall voll Bands angekündigt. Das ist gestern passiert, die Liste liegt da, es ist auf den Monitoren zu sehen. Das ist eine ziemliche Bandbreite von Weg einer Freiheit bis Foreigner, ist schon stilistisch ein ziemlicher Ozean dazwischen. Ist das Absicht oder ist das einfach passiert? Naja, das ist eigentlich das, was wir hier wollen. Wir wollen ja die Bandbreite, wir wollen die Vielfalt. Wir wollen alt, wir wollen neu. Am liebsten wollen wir Bands, die sind noch gar nicht gegründet. Eigentlich ist das, was wir wollen. Okay, und das ist also... Funktioniert in einem Jahr, ich meine, das ist wahrscheinlich das Gleiche, was wir letztes Jahr erzählt haben. So eine Band kannst du ja nicht im Quellekatalog oder im Autoversand bestellen und sagen, da steht der Preis und dann, es geht nicht nur um Geld, es geht um Planung, das geht im privaten Bereich oder was weiß ich, also sind teilweise einige Bands haben einen Vorlauf von 2 oder 3 Jahren. Du bist selber Musiker, du weißt das, Albumproduktion, Promotion, Touren, gerade wenn es auch um Bands von Übersee geht, da geht es auch ganz viel um Budgets, also nur ein Wacken Open Air reicht natürlich für eine US-amerikanische Band ganz oft nicht, auch wenn wir sie dann gerne hätten, aber die haben ja auch teilweise Jobs oder wenn jetzt Bands wie Sacred Reich oder so, die leben ja nicht nur von der Musik. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, also da sind so viele Faktoren da drin, aber wir wollen eigentlich die Vielfalt, wir wollen die ganze Bandbreite im Metal, wir wollen Qualität, wir wollen Bands, wo wir glauben, dass die live auch abgehen, also es sind sicherlich auch manchmal Bands dabei, wo man sagt, ja, die sind jetzt so heiß, weil die irgendwie Platten verkaufen, aber es gibt eben auch ganz viele Bands, wo wir wissen, dass die eben live auch funktionieren. Generell ist es so, dass wir immer so gemacht haben, dass ja nichts Neues ist. Also die Fragestellung ist schon verkehrt gewesen von dir eigentlich. Wir haben es ja seit 25 Jahren, die Vielfalt vom Festival ist ja unsere Stärke, auch dass wir eben alle abdecken wollen, die mit Metal zu tun haben. Wir haben diesmal ja eben bei der Veröffentlichung eben auch gleich gewusst, ein bisschen auch so gewählt, dass wir dann auch alle Bandbreiten in dieser VÖ drin haben, sodass eben auch jeder weiß, wo der Hase wieder längs läuft, dass jeder wieder weiß, super, ich werde optimal bedient, ich habe alles dabei und von den 150 Bands kann ich sowieso nicht alles schaffen, aber die ich den sehen will, die sehe ich dann auch und kann den auch sehen. Das ist ja nichts Neues jetzt, sage ich mal, also was wir jetzt hier machen. Also wir machen ja unser Stil, jetzt ziehen wir jetzt ja durch und Never Change a Vending Festival, sage ich mal auf gut Deutsch, oder eben Community und so läuft das eben auch weiter durch. Wir haben natürlich diesmal ja auch bei der VÖ natürlich auch ein paar Bands dabei, die ein bisschen auch vielleicht polarisieren, sie wurde von Valentine oder auch Parkway Drive, wo wir natürlich auch natürlich für die Jüngeren natürlich auch wieder mitnehmen wollen und haben natürlich auch für die Älteren ein Thema wie Foreigner dabei, um auch, wie gesagt, die Michael eben Monroe zu bedienen zu wollen. Also wie gesagt, man kann natürlich über streiten, ist Foreigner jetzt Metal oder nicht Metal, ist ein anderes Thema, aber wir fanden das Thema jetzt mal auch in dem Bereich eben was ausbieten zu wollen wieder. Letztes Jahr oder dieses Jahr war ja Lube ja super und auch andere Acts in dem Bereich und dazu zählen wir natürlich auch Foreigner. Also es gibt weiter alles von Classic Rock oder einfach Rock wie Bosshaus bis zu übelstem Geprügel. Das war immer schon so, das wird auch weiter so bleiben. Da gibt es womöglich auch Kritik von Fans, das ist kein Metal mehr. Müsst ihr euch da Gedanken drüber machen? Klar machen wir uns da Gedanken drüber, aber eigentlich ist es auch das, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass da 75.000 Leute alle das Gleiche denken. Also das ist nie die Idee dabei gewesen. Wir wollen eine gute Mischung, wir wollen also jetzt nicht bei den Klamotten, aber wir wollen eigentlich eine bunte Mischung haben. Nicht bei den Klamotten, aber im Kopf auf jeden Fall, also im musikalischen Geschmack. Und ich komme einfach nochmal auf unsere, vor Jahren, als wir mal mit dem Donnerstag angefangen haben, da hatten wir ja mit Bernie Marsden und Mick Moody, die Whitesnake-Gitarristen mit ihrem
eigentlich, ja im Grunde, das war ja noch nicht mal Whitesnake, wenn ich dagegen rede. Und Bernie sieht sicherlich, ist ein echt guter Kumpel von mir, wenn das einige wissen, aber der sieht aus wie ein Versicherungsvertreter. Das ist jetzt ja nicht unbedingt der LA-Front-Gitarrist, aber es hat natürlich Musikgeschichte mit den Songs wie Here I Go Again geschrieben und da war es wirklich so, dass ganz junge Metal-Fans mit Corpse Paint in der ersten Reihe standen und Here I Go Again mitgesungen haben. Also es ist natürlich auch, wir sehen Wacken ja immer auch ein bisschen als die Metal-History Lehrstunde, also du hast natürlich auch, wenn du jetzt eisenharter Black Metal Fan bist, du bist ja irgendwie da mal reingekommen und hast vielleicht die Purple oder bei deinem Papa die Purple im Musikschrank gehabt und dann hast du in Wacken die Chance, solche alten Heroen, und da würde ich eben auch Foreigner sicherlich mit dazu zählen, und bei Foreigner ist uns dann eben auch noch aufgefallen, da seit Jahren kriegt der neue Sänger da wahnsinnige Kritiken, teilweise besser als Lou Gramm, also auf jeden Fall bei Live-Konzerten. Und dann sagen wir, ja, das finden wir spannend, das können wir machen. Ist natürlich AOR, Radio, US, Rock, aber also ich mache das, drehe im Radio nicht weiter, wenn von denen was kommt. Die Purple hat ja auch funktioniert auf dem Acker. Die Smoke on the Water in Wacken passt immer, sind die Grundlagen. Habt ihr denn schon von euren Social Media Managern Rückläufe und Resonanzen von der Community bekommen? Ja, die sind zu langsam. Aber ich sehe, das habe ich jetzt nur gesagt, weil Nick hinten exponiert an der Wand steht. Ja, ich glaube, also das, was wir gehört haben, oder das darf man ja auch nicht vergessen, das ist von unseren Mitarbeitern, ja, die wir sehr schätzen und die wir finden, das beste Social-Media-Team der Welt sind. Da mal ein großes Hoch, auch an Jasper, Helge Rudolf und vor allen Dingen auch Nick. Aber das ist natürlich auch gefiltert, aber das, was Sie uns erzählt haben, soll die Bestätigungswelle ganz gut angekommen sein. Das Booking ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen, da ist ja noch... Nee, da kommt noch was. Klar. Gibt es irgendwelche Wunschkandidaten, an denen ihr bastelt? Ja, ist doch noch nicht Weihnachten, aber doch, haben wir, oder? Haben wir, und die haben wir uns auch schon erfüllt. Wunderbar. Okay. Oder für euch erfüllt, sagen wir so. Okay, lassen wir uns alle überraschen, ist ja noch ein bisschen hin. Grundsätzlich zu dem Panel heute, ihr könnt natürlich vor allen Dingen die beiden Chefs Sachen fragen, deshalb habe ich hier ein Funkmikro. Wer irgendwas wissen möchte, hebt einfach die Hand, ich komme rum. Gibt es irgendwelche Fragen an die beiden Bosse schon? Gut, dann nochmal zum Festival letztes Jahr, außer Schiedwetter. Dieses Jahr, Entschuldigung. Letztes Festival. Aber so sage ich das auch immer. Also eigentlich sage ich das auch genau so. Für mich ist jetzt die Jahreszählung ist im Ja, Veranstaltungsbereich ist durch. manchmal einfach anders. Ist durch, ja, Außer Schiedwetter, klar. Was ist euer Resümee, was Abläufe, Organisationen und so weiter angeht? Was hat super funktioniert, was nicht? Was wird sich ändern, vor allen Dingen zu 2016? Na, ich glaube nochmal hier jetzt auch, damit wir das jetzt auch wirklich nochmal offiziell gesagt haben, unser großer Dank geht natürlich an euch, also an die Fans, dass die das überhaupt mitgemacht haben, dass sie uns so unterstützt haben. Das stand dieses Jahr echt auf Messerschneide. Wir haben Blut und Wasser geschwitzt, die Crew hat Unmenschliches geleistet, aber hauptsächlich waren die Fans. Die Fans waren, was wir eigentlich auch immer wieder betonen, die Fans sind eigentlich der Headliner dieses Festivals und machen eigentlich auch das Wacken Open Air aus, seit Jahren, glaube ich, aber in diesem Jahr, wir haben gedacht, das kann man einfach nicht mehr toppen, aber dieses Jahr war nochmal absolut der Wahnsinn. Also davon von unserer Seite nochmal ein herzliches Dankeschön von denen, die mitgelitten und mitgekämpft haben. Unter den Bedingungen kann natürlich auch so ein Festival echt in eine Buchse gehen, aber das ist ja alles dann ziemlich gut gelaufen dieses Jahr und das Feedback von den Fans war entsprechend auch gut. Generell ist Feedback ein großes Thema bei ICS und Wacken. Es gab heute eine Gesprächsrunde, ein ziemlich langes Gespräch zwischen ungefähr einem Dutzend Festivalbesuchern und Leuten aus dem ICS-Team. Leute aus der Produktion, Community Manager und so weiter. Was ist dabei rausgekommen? Sind die Rückmeldungen, die an euch also noch keine, wie gesagt, die sind gerade fertig geworden, mehr weniger. Geht da ja darum, das Festival weiterzuentwickeln, aber auch noch
enger mit den Fans eben das Festival zu kreieren, auch durch die Kritikpunkte eben schneller und besser aufnehmen zu können, darauf diese auch umsetzen zu können, also noch mehr die Fans mitzunehmen. Das ist, glaube ich, auch einzigartig auf so einem Festival, dass wir eben auch da eben versuchen, jeden mitzunehmen, der eben auch dann konstruktiv was beitragen möchte und will. Und natürlich Festival natürlich auch visionär weiter nach vorne zu treiben, weil wir wollen es ja nicht nur noch 5, 10, wir wollen es so lange machen, wie es dem geht. Ob nun wir das machen oder andere weitermachen, irgendwann ist ja scheißegal. Entscheidend ist, dass die Szene lebt, entscheidend, dass das Festival lebt. Und darum geht es ja eigentlich auch. Und nochmal kurz jetzt auf diesejährige Wacken. Wir hatten eigentlich Rote Kreuz und so weiter, die hatten die wenigsten Einsätze überhaupt forever gehabt, weil eben die Fans natürlich dementsprechend auch verhalten haben der aufgepasst, mehr auf sich, auf andere und wir haben viel weniger Verletzungen, was sag ich mal, Knöchelbrüche, was man eigentlich denkt bei so einem Festival, bei dem Match. Das war natürlich totaler Wahnsinn, auch die BOS-Kräfte, die mussten sich ja auch alle dem Tempo anpassen, also wie gesagt, konnte ja keiner über Acker kommen, laufen, fahren sowieso nicht und auch die Polizei, DRK, Feuerwehr, alle mussten dementsprechend sich dem Tempo anpassen, hat super funktioniert. Und wie gesagt, Ende gut, alles gut. Und entscheidend ist, dass alle sicher und heil nach Hause kommen, was wir ja auch Vergangenheit schon mal nicht hatten. Also war es im Endeffekt nachher, war also alles okay, weil das Wetter wurde ja Freitag besser, Donnerstag zum Glück ja auch nachher abends bei TSO und Savatage, also im Endeffekt ist es gut gelaufen, natürlich ohne Ende Kollateralschäden gehabt, klar, Flurschäden, aber das lässt sich alles ausblenden, aber eben keine Schäden an Leib und Leben und das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Nochmal auf die Feedback-Geschichte, also eigentlich ist das diese Feedback-Runde ist eigentlich genau das, was wir, als wir mit den Metal Days angefangen haben, was wir eigentlich wollten. Also deswegen in einer kleinen Location in Hamburg, wo das ganze Jahr über die Metal-Szene ist, weil wir haben auch intern viel diskutiert im Team, warum muss das die Markthalle sein. Dann haben wir gesagt, ja, ich leg da mal großen Wert drauf, dass nicht mit Holger angesprochen wird. Deswegen hat er das gemacht. Aber eigentlich, als wir angetreten sind beim Reeperbahn-Festival, weil wir rumgepöbelt haben, dass auf dem Festival kein Metal stattfindet, nett rumgepöbelt, da haben die gesagt, ja, dann mach doch mal was. Und da haben wir gesagt, ja, jetzt ein normales Konzert, das findet hier ja eigentlich mehrmals die Woche in der Regel statt. Aber für uns ist eben wichtig, dass wir diese Veranstaltung vielleicht nutzen. Jetzt Wacken ist 6 Wochen, 7 Wochen her, so ganz genau habe ich nicht nachgerechnet. So ein bisschen Resümee ziehen, ein bisschen feiern. Also auch unsere Crew hat sich gestern Abend, glaube ich, einige, die nicht arbeiten mussten, gut eingeschenkt. Dafür ist das da, auch mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, abseits des täglichen Jobs oder der Routine, einfach auch mal mit einem anderen Gewerk intern, also das Team untereinander. Wir sind mittlerweile relativ groß, also wenn ihr gehört habt, unsere Social Media Abteilung, da gehören noch mehr Leute dazu. Und jetzt eigentlich auch nochmal, wir machen das mit der Full Metal Army, versuchen wir mit den Fans zu kommunizieren. Da haben wir im letzten Jahr auch, glaube ich, Schritte nach vorne gemacht. Aber ihr müsst natürlich immer wissen, wir beiden haben das nicht gelernt. Also wir müssen, wie beim Festival, wir müssen immer mit Learning by Doing, Try and Error und deswegen sind wir natürlich so stark auf das Feedback angewiesen. Und ich glaube, mit dieser Feedback-Runde, ich habe vorhin nur mal 5 Minuten reingeguckt, wir wollen eigentlich auch nicht, dass wir beiden, weil das Festival besteht ja aus dem, was wir beiden im Kopf haben. Wir wollen eigentlich ja wissen, was euch umtreibt, was euch nicht gefällt. Und deswegen wollen wir uns da gar nicht, also es ist nicht so, dass wir uns da nicht sehen lassen, weil wir uns nicht sehen lassen wollen, sondern wir wollen da nicht, weil wir sind auch dann manchmal impulsiv, also wenn dann einer sagt, das war nicht gut, dann können wir auch... Wir halten nur auf. Wir halten eigentlich nur auf. Also ich sabbel dann auch zu viel und bringe alles durcheinander. Aber das, was ich so an den Gesichtern gesehen habe, und ich kenne einige, oder ein oder zwei, die in der Runde da teilgenommen haben, und ich habe mal Nick schon mal so angestoßen, ich sage, und geht da was? Und der sagte, ja, läuft. Also ich glaube, das ist ein Weg, den wir weitergehen wollen. Wir haben es vor 2 Jahren oder so schon mal angesprochen. Wir wollen das auch vielleicht noch vertiefen. Da haben wir gesagt, wir brauchen auch mal sowas wie so einen Klugscheißer-Stammtisch. Das heißt, an Universitäten heißt das dann Think Tank. Wir haben eigentlich gesagt, so, wenn man so ein bisschen
Bier auf den Tisch stellt, dass Leute einfach mal untereinander, die diese Liebe zu dieser Musik haben, die, so wie wir, die sind ja alle nicht doof, also die können uns vielleicht auch noch weiterbringen oder auch nochmal mit Ideen versorgen, die wir so alleine vielleicht nicht haben. Ja, und auch im Festival haben wir natürlich auch keine Zeit dafür. Da haben wir natürlich andere Prioritäten. Das Festival muss laufen, da müssen wir uns drum kümmern. Sei es unsere Mitarbeiter, sei es eben unser ganze Festivalleben. Da haben wir natürlich keine Zeit, solche Runden zu machen oder auch wie hier ist eben. Das funktioniert natürlich nicht, weil wir da ja auch in andere Bereiche tätig sind und da auch nicht mit 55.000 Leuten da kommunizieren können. Das funktioniert natürlich dann nicht. Okay, soll denn diese Feedback-Runde eine regelmäßige Institution werden? Ja, oder andere Sachen, wir haben gesagt, also das muss ja nicht unbedingt face-to-face sein, also wir haben ja schon eine riesen Feedback-Runde, ist ja im Grunde eigentlich ja mal das Gästebuch, wenn das noch einige in Erinnerung haben, dann das Wacken-Forum auf der Homepage, mittlerweile sicherlich auch Facebook, da gibt es ja die geilsten Gruppen, mit denen wir ja auch teilweise gar nichts zu tun haben, aber in denen ja Diskussionen stattfinden und wo wir uns natürlich auch Feedback rausziehen. Also, ich habe auch gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass man mal so Videoconferencing-mäßig irgendwas macht, keine Ahnung. Aber Face-to-Face ist natürlich besser. Ich habe damals dieses Forum gemacht, habe noch Anfang 2000 unendlich mit Leute geschrieben, gestritten, gemacht und getan, und bis ich irgendwann gemerkt habe, die waren noch nie Wacken gewesen. Das war natürlich total nervig und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, auch bei Facebook und so ist einfach so, weil einige waren noch gar nicht da oder kennen das gar nicht, waren vielleicht auch nie auf dem Metal Festival und wollen ja da groß mitdiskutieren. Das ist natürlich dann immer ein bisschen nervig, weil man merkt, dass die noch nie auf sowas gewesen sind. Also muss man ein bisschen aufpassen, deswegen Face-to-Face immer besser und wenn das konstruktiv ist und auch wirklich wir da was von ziehen können, auch nachher das Festival verbessern können, dann haben wir ja alle damit gewonnen. Ihr, wir, alle und das ist ja das Wichtigste auch eben. Okay, wie kommen die Leute daran zu diesem Klugscheißer Stammtisch, zu dieser Hat Nick alles gemacht. Da gab es einen Aufruf auf der Website, schätze ich mal. Gut, wenn das also nochmal passiert, wird man davon hören, wird man davon lesen? Ja, auch Resultate, wenn man davon hören und sehen. Klar, wir werden es nicht unter den Tisch schreiben, wenn wir dementsprechend auch immer veröffentlichen und sagen, pass auf, das ist jetzt gekommen, das ändern wir jetzt oder machen wir besser oder neu, wie auch immer eben. Ne? Okay, und grundsätzlich nach dem Fest, das ist natürlich vor dem Fest zu 2016. Was wird sich ändern am Fest? Was habt ihr organisatorisch, logistisch, strukturell angepackt, verbessert für die nächste Ausgabe? Ja, eigentlich was das viel verbessern, also ändern, sage ich mal auf gut Deutsch, werden wir sicherlich einige Sachen, die uns auch dieses Jahr vielleicht nicht gefallen haben, die auch nicht mehr so laufen, zum Beispiel mit dem Metal-Markt-Zelt, mit den Tonträgern, ist nicht mehr up-to-date heutzutage, da machen wir sicherlich was Neues. Ansonsten sicherheitstechnisch ist jedes Jahr was man verbessern muss oder ändern muss, aber im Großen und Ganzen ist das ja dementsprechend erprobt und wird umgesetzt, wie gehabt. Also kleine Verbesserungen, die in der Summe über Jahre besseres Festival geben. Eben. Hier gibt es schon eine Zwischenfrage, bitteschön. Also ich habe eine Frage zum Fahrtkonzept. Ich weiß ja, dass ihr das geändert habt mit der Anfahrt zum Campingplatz. Ich bin ja bekennender Heimschläfer und es gibt auf der Hauptstraße einen Bring- und Hohlpunkt. Nur kann man diesen Bring- und Hohlpunkt seit 2014 nicht mehr anfahren, weil die Security auf beiden Seiten steht und sagt, ihr dürft da nicht hinfahren. Da dürfen nur Rettungsfahrzeuge fahren oder sonstige Leute, wo ich dann sage, ich möchte aber bitte da hingebracht werden und ich werde dann auch wieder abgeholt nachts. Also ich habe das 2014 gehabt, da wollte ich nur ihn abholen, da hieß das, du musst auf den Tagesparkplatz. Habe ich gesagt, ich will da nicht parken, ich will da nicht hin, ich will ihn da nur abholen und fahre dann wieder weg. Und so war das dieses Jahr eben auch und wir sind also wirklich nicht dahin gekommen. Dann macht dieser Bring- und Hohlpunkt in meinen Augen keinen Sinn. Also es geht ja sicherlich um den Kiss-and-Ride-Punkt da bei der Waschanlage, ne? Ja, genau, bei der Waschanlage, ja, eigentlich genau. Ist richtig, ja. Es kann natürlich dies Jahr sein wegen Verkehr und wegen Aufkommen eben der Besucher, dass eben dementsprechend das gesperrt worden ist. Generell ist das ja für Samstagmorgen gedacht, wenn eben die Eltern ihre Kinder abholen und dort eben dementsprechend rankommen können. Aber nicht jeden Tag. Also Nein, das ist eigentlich kein Punkt für Heimschläfer. Also es ist nicht. Dieser Kiss-and-Ride-Pack ist eigentlich dafür gedacht in Grippum. Dort ist es auch, wo man den parken kann. Der war 2014 komplett zugecampt. Ja, 2015. Nee, 2014. 2015 sind wir dann, ich kenne mich da ja aus, du weißt das ja, wir haben uns dann Duhan abholen lassen, weil wir einfach an diesem Bring- und Hohlpunkt, für mich war immer so, Bring- und Hohlpunkt heißt, ich lasse mich da hinfahren, also mich bringen und wieder abholen. Das ist eigentlich der Sinn von einem Bring- und Hohlpunkt, in meinen Augen. Generell ja, aber wie gesagt, hat dann irgendwie funktioniert. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder war die Planung schon für den Arsch, das passiert natürlich auch mal, dass wir hinterher sagen,
haben wir anders gesehen, haben wir anders eingeschätzt oder es sind Sachen wie in diesem Jahr das Wetter anders gekommen, als wir uns das gewünscht haben. Es kann natürlich auch sein, da können wir uns auch nur entschuldigen, also wenn die Planung scheiße war, dann können wir uns entschuldigen, aber wir können uns auch natürlich nur entschuldigen, falls Mitarbeiter oder dass das nicht ordentlich kommuniziert war, können wir uns auch nur entschuldigen. Wir nehmen das, glaube ich, jetzt mal so mit. Also Hat nicht funktioniert. Diesmal ein Planungsfehler, weil seit 2014 haben wir diese unechte Einbahnstraße, die ja besteht, wo man eben nur über Grippum dann in die Hauptstraße reinkommt und auch dementsprechend durchfahren kann. Und das ist sicherlich jetzt nicht bedacht worden, dass man natürlich, wenn man von Wacken kommt, die logischerweise die Hauptstraße nicht runterkommt, weil dementsprechend dann gesperrt ist. Also das ist natürlich der Point ist an sich komplett verkehrt erstmal in dieser Form. Da muss man sicherlich jetzt nacharbeiten. Das meine ich ja mit... Nick ausschreiben. Das meine ich ja im Prinzip mit Try and Error. Aber Wacken ist natürlich mittlerweile so ein organisches Gebilde, dass sobald du an einer Stellschraube was drehst, hat das natürlich Konsequenzen an allen anderen Ecken, die auch... Also es war sicherlich nicht unsere Idee, dass du nicht kommen und abgeholt werden kannst. Gibt es noch Rückmeldungen? Dahinter. Bitte. Hallo. Also jedes Jahr gibt das ja so ein Thema, was den Metal-Fans so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Das war dieses Jahr ganz sicher der Schlamm. Für euch heißt das wahrscheinlich so ein bisschen Schlamm essen, Gewinn auf. Eingangs möchte ich nochmal ganz kurz ansprechen, was die Wackner und die umliegenden Bewohner alles gemacht haben für uns Metal-Fans. Ich selber habe gezeltet, aber andere sind bei den Leuten zu Hause untergekommen, die haben ihre Türen geöffnet, das war ganz toll. Also Chapeau an die Einwohner, Ja, das Wahnsinn. war ganz klasse. Da gab es ja in den letzten Jahren, worauf ich eigentlich meine Frage abzielt, ist diese Bodenuntersuchung von der Uni Osnabrück. Ne? Die haben ja dann so ein paar sehr technische Empfehlungen ausgesprochen. Der Boden sollte so und so sein, der Bauer soll nur Dauergrünland machen und das Infield soll am besten woanders sein. Dazu habe ich 2 Fragen. Habt ihr daraus für euch Schlüsse gezogen? Wird es da Konsequenzen daraus geben? Und die andere Frage... Die erste Frage dazu ist ganz vergessen. schnell beantwortet, hat nur Zeit gekostet und Nerven und Geld und hat nichts gebracht. Für euch ist also da nichts bei rumgekommen. Nicht wirklich. Problem ist einfach nochmal, es sind Ackerflächen oder Grünflächen. Die werden landwirtschaftlich auch immer noch betrieben und das wird sich auch nicht ändern. Wir werden den Kram nicht betonieren, weil wir ein Open Air, ein Festival sind und kein Stadion, Konzert oder sonstige Fahrzeugstraßen haben. Also es bleibt eben so und das ist immer das Risiko dabei, dass eben die Straßen oder die Wege dementsprechend oder die Flächen nicht funktionieren, weil es einfach Grünflächen sind. Und das wird sich eben nicht ändern und wir können da nicht ohne Ende dann diese Flächen zerstören durch irgendwelche Lösungen, die man vielleicht mal irgendwann in der Uni mal gescheckt hat, dass das gehen könnte. Das geht einfach nicht. Aber die Idee fanden wir schon spannend, ne? Sonst hätten wir da ja auch nicht mitgemacht. Ja, klar. Aber weiß ich jetzt auch nicht, ob die von der Versuchsanordnung, also wir hatten ja versucht... Theorie und Praxis sind 2 verschiedene Dinge. Wir hatten ja versucht, dieses Testfeld in der Laufschneise einzurichten. Das war auch ganz wichtig, dass das so ist und da waren wir alle skeptisch, ob das funktioniert. Und im Grunde war in den Jahren, wo sie es gemacht haben, die Versuchsanordnung, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten war das Thema dann durch. Ja gut, aber das sind wir wieder bei Try and Error, also da war dann ein bisschen mehr Error. Und sicherlich das, was Holger sagt, also es wird auch nicht funktionieren, dann können wir es auf den Flächen nicht machen. Also wir können eigentlich nur das machen, was wir seit Jahren schon machen, was ihr vielleicht gar nicht so seht, aber wir haben ja schon, die Rettungswege sind ja befestigt. Wir versuchen natürlich da noch mehr von zu kriegen. Das ist aber auch immer eine Diskussion, auch ein Abwägen mit der Umweltbehörde, mit den Landeigentümern, mit den Pächtern. Da sind wir dran. Wir werden da auch unterstützt. Also Ordnungsamt, Polizei ist natürlich auch begeistert, wenn es bessere Wege gibt. Aber das ist natürlich alles immer, also das letztjährige Festival hat sicherlich dazu beigetragen, dass alle Behörden und alle Gewerke sehr für einen Ausbau der Rettungswege sind, weil sie ja alle stecken geblieben sind. Wir haben, hinten steht auch ein jahrelanger Freund von uns, Gerd Wiehagen, der mit Händlern arbeitet. Also was die Händler Non-Food oder auch Food in diesem Jahr geleistet haben, die haben ja alles getragen. Das muss man ja auch mal lobend erwähnen.
Also die haben ja einen Ehrenjob gemacht, also weil wir Fahrverbot ausgesprochen haben, das ist eigentlich seit Jahren eigentlich die beste Maßnahme, um den Boden nochmal zu schützen. Aber dann muss natürlich alles mit Manpower und ja, Oldschool auf dem Rücken, nichts mit Stapler. Und da versuchen wir natürlich jetzt in der Zukunft vielleicht nochmal ein besser ausgebautes Wegenetz, sodass wir im Grunde auch mit Gerät auch bei heftigem Wetter länger arbeiten können. Darum geht es eigentlich. Aber ja, sind wir dran. Also wir hatten ja, unsere Stewards hatten ja gnadenlos alle raufgekriegt, was ging überhaupt. Das waren, glaube ich, 95% jetzt eben. Rest, wie gesagt, bekannterweise haben außerhalb geparkt oder wir hatten ja auch eingerichtet eine Zone, eine Ausweichstelle, was nicht optimal ist, was für uns auch, klar, wir wollen alle raufkriegen, keine Frage. Viele haben es dann freiwillig gesagt, okay, bleiben wir lieber nicht so. Und das hat dann super funktioniert, aber ist natürlich nicht die Lösung jetzt. Und wir wollen natürlich, dass sie immer alle auf den Flächen raufkommen. Dementsprechend, dass ihr eben wie gehabt an eurem PKW auch campen könnt, was ja auch im Grunde fast kein Festival mehr hat heutzutage, was auch viele Vorteile hat, eben auch, siehe, wenn im Gewitterlagen sind und so, das darf man ja nicht vergessen. Und daher wollen wir natürlich alle auf Wacker raufkriegen. Und das war dieses Jahr natürlich schwierig, weil einfach Flächen zu nass waren, zu extrem eben feucht waren, wo eben nichts mehr ging. Und wenn wir erst die Traktoren davor schicken, dann die Fahrzeuge kaputt, dann die Traktoren reißen so die Flächen auf. So war es ja so, wenn der Wind einigermaßen kam, wenn Sonne durchkam am Freitag, dann hat das ja auch schnell getrocknet, so dass am Sonntag fast alle ohne Probleme runterfahren konnten. Es trocknet dann ja auch schnell wieder ab, wenn ein bisschen Wind ist und Sonne. Und das hat ja auch nachher gut funktioniert. Also Sonntag gab es ja keine Probleme mehr. Du hattest noch eine zweite Frage, richtig? Ja, richtig. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Aber das heißt dann, dass ihr so ein Extremjahr, wie es ja war, einfach als Extremfall denn hinnimmt und im Prinzip das Festival so weiter durchführt? Also eigentlich ist das... Wir wollen eigentlich noch besser vorbereitet sein. Ja, so trifft das. Also genau, wir wollen eigentlich Sachen vorbereitet, eben auch jetzt so, diese Ausweichflächen eben, die waren ja vorbereitet. Wir wussten, wenn etwas schief geht, jetzt kommen wir sofort darauf, können das machen. Oder einige Sachen haben nicht funktioniert. Wir hatten zum Beispiel im Infield verkehrte Pumpen erst gehabt, die Pumpen waren verkehrt oder kaputt, war natürlich Fehler gewesen, war natürlich blöd dann. Also wir lernen da ja auch draus und wollen natürlich sagen, nächstes Jahr, ob nur im Fahrstraßenbereich, Rettungswege weiter ausbauen, auch überlegen, macht Hackschnitzel Sinn, kann man was anderes übernehmen als Hackschnitzel. Also wir sind ja bei. Die ganz große Scheiße ist ja, wir können einfach nicht üben. Ne? Also du kannst ja auch nicht, du kannst ja nicht sagen, jetzt mache ich die Woche vorher mal einen Probelauf. Wir machen das an einigen Stellen, machen wir das, zum Beispiel Sicherheitsbeschallung, also der Kollege Harry sitzt hier ja auch, der da auch involviert ist, dafür probieren wir ja mal Sachen, aber du kannst eben auch nicht da Durchsagen machen, wie du lustig bist. Dann machen wir natürlich im Ton- und Lichtbereich, wird natürlich ausprobiert, ob die Anlage geht, aber im Grunde, so wie Paul O'Neill das gesagt hat bei TSO, das ist natürlich immer für uns so ein bisschen, ja, sowas wie eine Mondlandung. Du hast nur diesen einen Versuch und wenn dann die Planung nicht richtig war, dann kannst du nur hier irgendwie auf dem Podest sitzen und dann sagen, Leute, sorry, wir versuchen das nächstes Jahr besser hinzukriegen. Ja, wir hatten ja 2014 ja Kredit bekommen, dass eben die Campingflächen nicht optimal beleuchtet waren, haben wir und auch beschriftet waren, so dass man seine eigenen Flächen wiederfinden konnte. Haben wir ja auch 2015 geändert, haben mehr Türme aufgestellt, besser beleuchtet eben. Also wir nehmen die Änderungen ja dementsprechend auch sofort dann an und versuchen das ja auch dann zu verbessern. Aber generell, wir lassen beim Wackenfestival ja nichts den Zufall. Also wir sind ja immer aufgestellt so, dass wir dementsprechend auch schnell reagieren können und auch dementsprechend den Fans helfen können, wo was eben dann hakt und wo dann eben man eben nicht raufkommt, auch eine schnelle Lösung haben. Wir haben ja Ausweichflächen, ob nun direkt am Festival dran. Diesmal war es über diesen Kirchenweg rüber, den ja viele kennen eben, wo wir eigentlich ja nie rüber wollten. Eben, wir wollten nie über die Straße, mussten wir dies Jahr, weil eben wir die Flächen brauchen. Oder auch eben die Variante in den Zoo oder in den Dörfern. Also wir können ja bei 75.000 Leuten nicht sagen, okay, dumm gelaufen und nächstes Jahr wird besser. Das ist natürlich Quatsch. Also die Lösungen sind ja da und werden auch umgesetzt, dementsprechend wie wir da eben auch schnell sein können. Und das ist ja auch mal genau wie ihr haben unsere Crew, unsere BOS-Kräfte, ja, das gleiche Problem. Gleiche scheiß Wetter, gleiche Bodenbedingungen. Jeder muss sich da durchkämpfen und dementsprechend geht's mal schnell, geht's nicht so schnell eben. Hier gibt's noch eine Frage. Wie ist los? Also ich greife mal eben das Wort Durchkämpfen auf. Ich war Ticket Control beim Busstopp.
Da war natürlich extrem heftig. Vor allem die langen Gesichter derjenigen, die es durch den Matsch, das Martyrium des Matsches geschafft haben bis zur Bandausgabe, dort irgendwie 3 Stunden Schlange sehen. Bei mir vorne an der Ticket Control wieder ankommen und sagen, ich habe keine Zeit, ich bin hier aus dem Dorf nebenan, ich will jetzt nach Hause, ich will wieder runter, es regnet. Und ich muss denen sagen, wenn du jetzt rausgehst, kommst du nicht wieder rein, weil dein Ticket entwertet ist. Das war vorher besser, als es da auch eine Bändchenausgabe gab. Ja. Ist diskutiert, also wir haben jetzt halt große Feedbackrunden überall, also auch am Mittwoch war das, was wir Amtssitzung nennen, haben wir das Feedback gekriegt von den Behörden. Das ist ein Tagesordnungspunkt, aber muss man sehen, wie da nachher die Gewerke, wie die Diskussion da ist. Also wir haben das aufgenommen, sicherlich. Also bei der Bandausgabe war es so, dass wir über Megafon gesagt haben zu den Fans, die da anstanden, pass auf, mach schneller, beweg euch schneller. Aber die standen alle so brav an da, das war da Geschütter ohne Ende. Hat keiner verstanden, warum es nicht schneller ging. Wir haben das auch im Video alles so nochmal analysiert eben auch. Leute haben einfach gestanden, da war alles nett, schön, nebenbei haben das Video geguckt. Also es hätte sicherlich viel schneller gehen können und klar, wenn einer nebenbei im Dorf rummeint, geht er nochmal nach Hause, ja, das ist natürlich Luxus, aber generell, wer dahin war und hat auch sein Band geholt, der hat auch die Geduld gehabt, dort zu warten. Also, wie gesagt, wir haben selbst nicht verstanden, warum es so lange gedauert, weil die Schleusen waren an, die Schleusen waren frei, aber eben, ja, da haben alle sich bequem Zeit gelassen, haben, keine Ahnung, gelabert, Leute wieder getroffen und, also wieder, das haben wir auch nicht verstanden und da werden wir dieses Jahr auch über Megafon noch mal mehr Gas geben, dass einfach schneller jemand, die Banner und auch natürlich Vollmehrwerk sich dann auch genommen werden eben. Also das haben wir auch nicht verstanden, warum es so lange gedauert hat. Daher ist es mit der Bandausgabe, die zweite Bandausgabe beim Busstop ist momentan auch offen, ob wir es machen werden, weil wir glauben, dass die eine zentrale Bandausgabe optimal besser ist für alle Beteiligten. Hat ja einen Grund, warum wir umgeschwenkt haben. Ja, du hast eben sonst logistisch, da wären wir in diesem Jahr auch, also hätten wir 2 Bandausgaben gehabt, hätte das nie funktioniert, zum Beispiel mit den Full Metal Bags. Weil du hättest das gar nicht logistisch von A nach B gekriegt. Also es ist aber natürlich so, dass wir genau deine Problematik viel gehört haben. Zweite Bandausgabe, dann haben wir, Katrin hat das konzipiert, die hat das kameramäßig, wie Holger sagt, auch nochmal ausgewertet. Die Leute haben dann teilweise, wenn sie an der Luke waren, dann das Ticket mal langsam rausgeholt. Also wenn du das natürlich alles ein bisschen, sei jetzt mal militärischer hinkriegst und dann meint man, dass man das ja also auf jeden Fall nochmal 20-30% schneller machen kann. Gibt es ein paar Ideen dazu. Ob die dann funktionieren, muss man dann eben sehen. Aber das Problem ist, glaube ich, ist erkannt. Ne? Ja. Wir hatten ja bei Menschen mit Behinderung das anders gemacht. Wir haben dort eben beim Supermarkt dort die Bandausgabe gemacht, damit sie eben kürzere Wege haben, weil da kam ja keiner mehr hin mit den Rolli und haben dann eben versucht, dass wir dann eben die natürlich schneller, besser abfrühstücken können. Das hat dann dementsprechend auch gut funktioniert, wurde auch gut angenommen auch. Und ja, als andere muss man nochmal gucken, wie man dann da eben 2016 umgeht. Okay, du hast noch eine Nachfrage zu dem Thema, richtig? Ja, genau. Dann nimm das Mikro mal hin. Ja. Das Frühkommabändchen, das ist auch so eine Sache. Wenn man am Busstopp arbeitet, überhaupt irgendwo an einer der Schleusen, wo die Leute ins Dorf oder aufs Festival kommen, gehen raus, kommen wieder rein und sollen nochmal irgendwie am Dienstag löhnen, obwohl sie am Montag schon ihr Bändchen, ihr Frühkommabändchen hatten. Und dann waren sie angeblich bei der Bandausgabe, ich krieg's ja nicht mit, und reißen dort halt direkt das Frühkommabändchen ab, wenn sie ihr eigentliches Bändchen, ein Festivalbändchen bekommen. Gehen dann raus, kommen wieder bei mir rein. Ich habe ewige Diskussionen damit gehabt, dass die Leute nicht checken, wie lange sie dieses Frühkommabändchen dran lassen sollen. Da hatte ich mit Carsten auch drüber gesprochen und ihm gesagt, wenn es drauf stünde, könnten wir einfach sagen, hier steht drauf, hast nicht gelesen, selber schuld, aber es steht leider nicht drauf. Das wäre jetzt ganz konstruktiv. Verstehe ich jetzt nicht wieder, wenn Sie jetzt Ihr Band bekommen haben, dein Frühbucherband. Genau, das verkaufe ich denen, wenn sie rein. Genau, so, dann gehen Sie jetzt zur Bandausgabe, gehen Sie raus, gehen wir zur Bandausgabe, holen Sie ein richtiges Bändchen, auch das abgenommen. Ja, also wenn Sie einen richtigen Band kommen Sie da überall rein und raus. So. Ja, bin ich am Montag und Dienstag. Das war, genau, also die Leute haben das... Da hat einer Scheiße gebaut. Okay. Das solltest du mal Carsten erzählen. Alles klar. Also ich war mir nicht sicher. Aber das sind eben so die Sachen, ich meine, klar. So. Was ich aber auch... Ich bin dieses Jahr nicht mal einmal da gewesen, sonst bin ich ja nur mal
Was man halt auch gemerkt hat, war unten an der Ecke von P, wo eigentlich nur ein Ausgang ist. Da war ein Eingang mit an der Stelle. Und alle Leute, die da halt vorbeikommen, ich glaube, die Security hat keine Stimme mehr gehabt nach der Woche da. Jeder, der da ankam, ist kein Ausgang, ist, ne? Genau, das ist ja deswegen so, wenn da bei T wieder Einlass ist, dann haben wir die ganze Ecke dort, dieses Dreieck komplett dicht, weil dann kommen die von Wacking runter, wollen die oben rein wieder raus in der Spurbahn. Und noch der Burgdämmer Weg, da ist dann jetzt die Ecke komplettes Chaos. So haben wir ja Ruhe in der Ecke, das läuft ganz gut eben. Kommen von Wackinger rüber ins Wacken Center. Ich denke einfach nur daran, wie oft ich manche Sätze gesagt habe da in den paar Tagen. Ein kleines Schild oder hoffentlich auch ein großes, wo das drauf stünde. Das war, glaube ich, einmal war da ein riesen Banner No Entrance. Das gab es dieses Jahr nicht. Das wäre toll, wenn es da wieder wäre. Das ist ehrlich hilfreich, ja. Obwohl, du bist generell eine Stimme jetzt, ja. Ja, das ist ja nun auch schon ein bisschen Trainingsfaktor. Richtig. Alles klar, danke. Gut, hier gab es noch eine weitere Frage, gleich hinter mir. Nimm mal das Mikro. Bezug auf den Ton, dieses Bullhead City. Wird das irgendwie in den nächsten Jahren mal verbessert, weil das Sound da drin funktioniert einfach nicht. Welche? Beide Bühnen oder? Es fällt sehr stark auf der linken Bühne auf, da schallt es ganz schön. Also dass man also entweder die Gitarre hört oder nur die Stimme, aber nicht beide zusammen. Das funktioniert nicht. Aber ich habe ein paar Bands geguckt, also Godsize, die waren Stage right. Europe waren links, Uli John Roth war auch rechts. Also mir ist da nicht viel aufgefallen, weil wir auch geguckt haben. Beim Metal Battle gab es von den Promotern sogar mal Kritik, dass die eine Bühne benachteiligt ist, weil da vielleicht schlechteres Personal oder so. Das ist natürlich immer, liegt natürlich auch viel an den Leuten, die da drehen. Also die Technik ist, glaube ich, identisch. Kann natürlich auch mal sein, dass was kaputt geht, will ich auch nicht. Aber ich glaube eher, dass das am Menschen liegt. Also als an der Technik. Das haben wir ja bei Sound ist ja mein Thema überhaupt. Ja. So. Wir haben bei Sabaton ja auch, war ja auch das Thema viel zu leise. War ja auch nicht so leise. Aber Sabaton, aber liegt ja dann dementsprechend meistens immer an Sound. Bei Sabaton lag es definitiv am Sound. Das war top, ich meine, so. 120 dB. Und wir hatten das nachgehakt, auch bei unseren FH-Leuten. Der Sabaton-Typ war einfach überfordert mit der Technik, wollte nicht höher machen, warum auch immer. Natürlich ärgerlich. Wir hauen natürlich die Jungs auf den Finger, weil wir natürlich unsere Leute dabei haben, weil wir genau wissen, wie laut das sein muss bei so einem Festival auch. Und das wird auch nicht, das ist natürlich sicher das Thema. Auch wenn es zu leise ist, Leute drängen nach vorne, braucht kein Mensch. Also hauen wir natürlich den Soundleuten auf den Finger oder helfen ihnen dementsprechend, dass sie dann auch lauter machen oder das besser abstimmen. Sabaton war natürlich ein Beispiel, was eben auch dann überall ja auch geschrieben worden ist, dass es so leise war. Und das kann natürlich auch ein Bullet City sein, dass eben einfach der Soundmann überfordert ist mit der Technik und einfach das nicht vernünftig aussteuert. Kann dieser Personenfehler sein oder er hat sich jemand anders gemacht daneben. Ist leider so. Ich mag das Set trotzdem. Ja, aber gehört habe ich das auch. Kann man nicht vorstellen, dass das am baulichen auch eben kein Sound, ne? Menschen, die jetzt sagen, Mikro nicht hochgenommen. Aber ich glaube nicht, dass es an baulichen Geschichten liegt. Oder die Anlagen sind beide gleich, also kann normal nicht sein. Kann mir nicht vorstellen. Ja gut, aber du weißt nie, woran das liegt. Okay, hier ist auch noch eine Frage, hier hinten. Ich habe eigentlich nur eine Frage zum Busstopp bzw. zum Bus-Shuttle. Mittwochs morgens fährt dieser Bus-Shuttle erst ab 9 Uhr ab Itzehoe. Das ist ein bisschen, wenn man dann morgens um 8 oder sowas schon mit der Bahn ankommt, weil man dann aufs Feld möchte, wenn man das anplant, die Anreise ist ja, früh ankommen, ist ja dienstagsabends 20.01 Uhr schon beendet sozusagen, dann ist ab 9 Uhr das erst möglich und man muss ein Taxi nehmen für 39, 40 Euro. Finde ich ein bisschen, sag ich mal, kann man das nicht irgendwie legen, dass man da wenigstens eine Stunde früher das öffnet, weil man das mit den Bussen oder sowas, also mit den Bahnen auch dann eben geschickt. Naja, generell gibt es dann neben dem Shuttle ja vom Bahnhof ja auch einen Linienverkehr nach Wacken. Der fährt aber auch noch nicht um die Uhrzeit. Ja, wann kommst du denn an? Also ich bin dieses Jahr mit der Bahn um 8.06 Uhr angekommen aus Hamburg. Stehst du aber früh auf. Ich mache auch das Fußballturnier mittwochs morgens, okay?
Also das ist der Bus eine Stunde früher. Also normal ist es so geplant, dass der Bus sich ganz klar daran orientiert, wie die Züge ankommen. Sonst macht das keinen Sinn. Und dass er natürlich morgens um 8 noch nicht fährt, ist natürlich dämlich, verstehe ich jetzt auch. Das ist dämlich, ja, müssen wir aufnehmen. Also. Und dann ist es eine andere Frage, Bezug nehmen jetzt mal als Idee für das Wetter, wenn das wieder so ist wie aus Eimern, wie dieses Jahr. Weißt du, wo der Ausschalter ist? Nee, keine Ahnung. Ich wollte es auch weghaben. Kann man nicht an dem Busstopp vielleicht irgendwo eine Sitzmöglichkeit einrichten, irgendwie was? Oder zumindest irgendwo, die armen Leute sind ja da auch recht nass geworden. Weil erst rüberlaufen wieder durch den Matsch, dann hinten auf zu den Zelten. Und dann wieder rüber, wenn also Bus kommt. Sehr eine gute Idee, dass man so einen Badebereich dort macht, der für ein kleines Zelt ist, kann man sich dann dementsprechend Sachen hinstellen. Das ist sehr eine gute Idee. Also überall haben wir ja jedes Jahr, wenn du so ein feuchtes Jahr hast, kommt natürlich das Thema überdachte Flächen überall auf. Überhaupt sind wir seit Jahren ja schon auch dran, mehr Sitzgelegenheiten zu schaffen, sei es jetzt Wacken Plaza oder im Wackinger. Dass du einfach die auch mal, wenn du 3 Tage kannst du einfach auch nicht stehen. Also wir kommen ja alle ein bisschen in die Jahre. Und ja, klar, und überdachte Flächen macht natürlich Sinn. Ja, es ist ja sinnvoll, dort mal einen Bereich zu machen, wo man sich dann als Wartehalle so aufhalten kann, wenn man auf dem Bus oder im Taxi war, das ist kein Thema. Wir müssen alle rübergehen und dann... Nein, das ist eine super Idee, finde ich gut, kann man auch aufnehmen. Ich hoffe, irgendeiner schreibt mit. Muss Nick wieder mitschreiben. Du hattest auch noch eine Frage, bitteschön. Hallo? Meine Frage ist, warum sind morgens nicht alle Eingänge geöffnet? Wir hatten es dieses Jahr so, dass nur 2 Eingänge geöffnet sind und im letzten Jahr bei Arc Enemy waren es auch nur 2 Eingänge. Es gibt doch nur 2 Eingänge. Ich glaube, es waren 3, ne? 3 Eingänge, ein Ausgang. Ja, du hast einmal den Bereich Party Station, den Eingang zum Wacken-Center, und einmal hast du oben den Haupteingang bei der Wandausgabe. Genau, den Haupteingang meine ich. Und der Haupteingang unterteilt sich ja in 3 Eingänge und einen Ausgang. Und da waren dann morgens immer nur die 2 Eingänge geöffnet und der eine Eingang war geschlossen. Waren hier eine Erfahrung so? Gucken denn? Kann ich jetzt nicht beantworten, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir nachrecherchieren, aber war da denn so viel Druck drauf? Also eigentlich gucken die ja und versuchen ihre Kräfte auch aufzuteilen, dass der Druck drauf ist, dass sie dann mehr aufmachen. Im Vorjahr war es so, bei Arc Enemy bin ich gut durchgekommen, weil ich relativ zeitig da war. Dieses Jahr war es teilweise so, dass die Leute noch draußen standen, als die Bände schon anfingen. Das ist schlecht. Aber wie lange hast du gebraucht, um da durchzukommen? Eine halbe Stunde ungefähr. Das ist zu lange. Weil das eigentlich, wir kennen das ja auch von anderen Festivals, du hast das natürlich immer, dass wenn du eine Personenkontrolle hast, dass das ein bisschen dauert. Aber eigentlich sind wir ja bemüht, dass du innerhalb von einer 10 Minuten, Viertelstunde da durch bist. Normalerweise auch wirklich gut. In dem Fall ist es so, dass um 11 Uhr natürlich alle auf dem Gelände sein wollen oder am Großteil dann auch Punkt zu allen Zeiten kommen. Ja, okay. Also generell so, dass wir in 2014 das erste Mal diesen Eingang so gemacht haben. Dort hatten wir Probleme, weil wir da eben also gucken mussten, wie passt das überhaupt von den Zeiten her mit dem Personal. Haben daraus eigentlich auch gelernt. Eigentlich hätte das 2015 jetzt so nicht passieren dürfen. Aus der Erfahrung hätte man sagen, okay, wir müssen die Eingänge aufmachen an die Uhrzeit, weil da ist der Druck eben drauf. Dass es jetzt nicht funktioniert hat, gut zu wissen, müssen wir aufnehmen und dementsprechend diskutieren. Okay, Frage beantwortet. Gut, die nächste Frage, bitteschön. Das Problem, was wir halt in der Feedback-Runde mit identifiziert haben, war halt, dass einfach die Vermüllung sehr groß ist und es wäre einfach ganz toll, wenn jeder Festivalbesucher einfach mal ein bisschen sauberer mit den Campingflächen umgehen würde, dann würden vielleicht irgendwann mal die Preise auch gar nicht mehr so stark steigen. Also das ist immer dazu, Müll und Preise hat erstmal nichts mehr zu tun, das ist immer das Ganze, was alles teuer macht. Also ich finde, ja, das schon, aber ich finde es immer sehr einfach, darüber zu meckern, dass immer alles teurer wird und hier ist mal 5 Euro teurer, dort ist mal 10 Euro teurer, aber auf der anderen Seite glaubt man, wenn man ein Ticket erworben hat, dass man gleich auch jede Narrenfreiheit erworben hat. Und deswegen, super, dass du das sagst. Da gebe ich dir recht. Das fanden wir also alle flächendeckend in der Feedback-Runde sehr scheiße, dass es einzelne Camps gibt, die sehr, sehr assig sich benehmen und einfach sehr, sehr viel Müll machen und da wäre es ganz toll, wenn man in die Richtung auch mal irgendwie denken würde und einfach das Bewusstsein schärfen würde. Das machen wir aber ja auch. Also wir haben ja
die Holy Land Poster sind ein Hinweis, das Trash-Team ist ein Hinweis. Das versuchen wir, ich glaube, jeder in der heutigen Zeit ist sensibilisiert, dass wir mit diesem Planeten nicht mehr so umgehen können wie vielleicht vor 20 oder 30 Jahren. Das passiert ja, und ich finde das gut, dass du das ansprichst. Klar, wenn ihr uns dabei helft, dass wir weniger Kosten haben, sei es jetzt wie auch immer. Wenn ihr mehr Bier trinkt, brauchen wir das Ticket nicht erhöhen. Saufen ist die Lösung. Ich wollte es nicht sagen. Mal kurz zum Müll, nochmal ein Thema zum Müll, nochmal ganz kurz. Das ist sehr komplex alles. Also Müll ist ja so, dass eben letztes Jahr hatten wir rund 100 Tonnen weniger sogar. Ja. Diese Sache ist natürlich dran, auch natürlich extrem am Wetter. Dass die Leute einfach vielleicht keinen Bock hatten, nicht den Müll aufzusammeln, weil sie eben, keine Ahnung, dann nass wurden, was weiß ich. Jedenfalls, klar, dieses Jahr Wetter kann man noch ein bisschen die Schuld geben, generell hast du recht. Unser heiliges oder Holy Land in Wacken muss dementsprechend sauber gehalten werden, soll sauber gehalten werden. Bloß wir wollen natürlich nicht anfangen wie alle Festivals mit irgendwelchen Green Camping Bereiche, weil das soll schon jeder selbst im Kopf haben, dass er für seinen Platz auch dementsprechend zuständig ist, auch selbst das dementsprechend auch dann reinigt. Und ihr seid ja jetzt schon besser. Also die Wacken-Fans, sag ich mal, sind wesentlich besser als auf vielen anderen Veranstaltungen. Wir hören das gerade auch aus dem Ausland, also deswegen sind wir ja auch dankbar, oder wir sagen ja auch, wir sitzen alle in einem Boot und du hast ja auch recht, je mehr Müll verursacht wird, umso mehr Kosten. Aber grundsätzlich muss man wirklich sagen, dass die Wacken-Community auf der Müllseite wesentlich disziplinierter ist als auf vielen, vielen anderen Festivals. Das hören wir von Veranstalterkollegen doch recht häufig. Wir vergleichen eigentlich viel weniger Müll. Metal-Festivals sind, ob nun Wacken oder andere, da ist das Publikum einfach besser, Anführungszeichen, und rollt besser auf, macht auch viel mehr. Und wir versuchen den Wacken nochmal mit eben Sache Holy Land Parolen versuchen nochmal eben noch den letzten zu erreichen, der dann auch wirklich dann nochmal seine Mülltüte voll macht. Dementsprechend abholen, weil dies ja auch schwierig, darf man auch nicht vergessen, wir konnten ja auch nicht so rumfahren mit unseren Trash-Team wie sonst eben, weil die Wege dementsprechend nicht da waren oder optimal befahrbar waren, so dass eben auch viel liegen blieb. Und dann haben wir natürlich unsere Spezies noch, unsere Sackschlitzer, die dann versuchen, das Pfandgut rauszuklauen eben. Da haben wir natürlich auch immer Probleme mit, reißen die Säcke auf, die Säcke durch den Wind und so weiter, steht der ganze Scheiß rum. Wir haben den ganzen Müll immer on top nochmal, müssen noch mehr sammeln, müssen uns noch mehr bücken nach dem Scheiß. Also es nervt ja total, aber wie gesagt, das ist ein immer wichtiges Thema jedes Jahr, um eben alle zu motivieren, Leute in die Tüten rein, und wir so schnell wie möglich versuchen, mit unseren Trash-Themen diese Säcke einzusammeln, so dass eben keiner andere eben diese Sachen eben wieder kaputt machen kann. Okay, wir haben noch Zeit für 1 oder 2 Fragen. Ich gebe das Mikro direkt weiter. Du wolltest was zum Thema Tickets sagen, richtig? Ticketpreise brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Eine andere Sache ist, ob man die Tickets vielleicht in Etappen in den Vorverkauf schicken kann, da viele Fans, gerade auch aus dem Ausland, nicht nur europäisch, sondern auch weiter weg, einfach bis zum Ticket-Release gar nicht nach Hause kommen und gar nicht die Möglichkeit haben, überhaupt ein Ticket zu kaufen. Habe ich schon aus diversen Richtungen gehört. Hast du sicherlich recht, haben wir auch schon mal intern diskutiert, sind wir aber auch immer nervös. Ne? Wir haben Zeiten gehabt, wo wir nicht viele Tickets verkauft haben, deswegen freuen wir uns natürlich, wenn viele Tickets gehen. Aber das Problem sehen wir natürlich auch, also gerade bei den ausländischen Gästen. Wir halten ja schon für die traditionellen Busunternehmer oder die Touren aus dem Ausland anbieten, halten wir ja Kontingente zurück. Also es ist nicht so, dass der Dave Chapman aus England nicht seine Tickets kriegt. Und die tauschen dann, da gibt es dann verschiedene Mechanismen, wie die dann untereinander, aber da reden wir eigentlich über, ich glaube, ein Kontingent von 3000 Tickets, die so im europäischen Raum bei unseren traditionellen, also wer jetzt immer aus Schweden mit Kasper gekommen ist, der wird auch sicherlich sein Ticket da kriegen. Da sorgen wir schon für. Kann man ja auch mal so sagen. Aber das Problem haben wir erkannt. Generell hast du recht. Wir haben immer Ausländer von zwischen 20 und 30%, wo wir sehr stolz drauf sind. Hat kein Festival in Deutschland eben. Und das wollen wir natürlich auch halten. Aber klar, wenn Anführungszeichen Ausländer nicht zu Hause sind, nach Japan oder Südamerika sonst irgendwo fliegen und erst Montag, Dienstag zu Hause sind, haben natürlich keine Chance mehr, über die normalen Wege an die Tickets zu kommen. Es gab schon mal die Idee in der 10er-Karte.
Dauerkarte wie beim Fußball. 9 für 1. Das sind natürlich alles so Sachen, also wir kommen jetzt wieder auf die Feedback-Runde oder Think Tank, Klugscheißer, Stammtisch, also solche Ideen, wir sind ja bereit, sowas zu diskutieren und ich finde ja auch mal, man kann die durchgeknallteste Idee mal auf den Tisch schmeißen, da kommen meistens die besten Sachen bei raus. Aber wir wissen natürlich schon, also zum einen denken wir, ja, wie kriegt jetzt einer, der echt unser Stammgast ist, wie kriegt der sein Ticket? Zum anderen wollen wir natürlich auch allen die Chance geben, also es ist so eine Gratwanderung. Das wird aber auch hoffentlich, das ist ein Luxusproblem, das muss man ja wirklich sagen. Wir müssen ja auch wieder demütig zu euch dankbar sein, dass wir dieses Festival machen dürfen und dass wir so eine Resonanz bei den Fans haben. Gab es ja auch am Anfang andere Zeiten. Aber in Kontingenten, also Roskilde hat das ja jahrelang so gemacht, ich glaube Glastonbury macht das so, ist sicherlich nachdenkenswert. Okay, wir haben Zeit für noch eine einzige Frage, würde ich schätzen. Ich gebe das Mikro nochmal an den... Hier vorne. Ja, also ich hätte eine ganz profane Frage mal an euch. Würdet ihr verraten, in welcher Bandbreite sich die Bandpreise für euch bewegen? Von billig bis ganz, ganz, ganz teuer. Also wir versuchen eigentlich versuchen wir mittlerweile, ich glaube es gibt ganz, ganz wenig Bands, die gar keine Gage mehr kriegen, also Pay-to-Play haben wir eigentlich in Watten noch nie gemacht, das gibt es auf anderen Festivals ja auch, oder dass eine Band Tickets verkaufen muss, dadurch, dass wir keine Tickets haben, stellt sich das Problem dann auch nicht, haben wir auch nie gemacht, oder wir haben es glaube ich am Anfang, haben wir mal versucht Kumpels zu motivieren, dass sie auch mal ein Ticket verkaufen. Aber nach oben hin sind der Fantasie der Agenten eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Und in dem Bereich, da steht schon mal fest, da ist noch nichts billiger geworden. Wie stellt sich die Fantasie dieser Agenten dar? So ganz grob oder könnt ihr da gar nicht über Zahlen sprechen? Ja, können wir nicht. Also A, darfst du es schon mal vertraglich nicht. Aber das... Das ist auch eine Antwort, würde ich sagen. Gut, jetzt ist es fast... Aber mittlerweile reden wir ja, wenn du jetzt siehst, die letzten 3 Wochen der deutschen Charts sind ja absolut Metal dominiert. Also ich glaube, jetzt haben wir es im Griff irgendwie. Also funktioniert, läuft. Gut, jetzt ist es fast 18 Uhr, die Zeit ist um. Wenn wir schon über teure Gagen reden, hat eigentlich Lars Ulrich endlich mal angerufen. Ich habe ihn wieder getroffen. Ich glaube nicht, dass er kommt, man soll ja nie sagen. Aber ich habe ihn habe Glück gehabt, dass war sehr interessant, mit Motorhead in Glastonbury mal sein durfte. Ich war noch nie in Glastonbury, das ist ein absolutes durchgeknalltes Hammerfestival, also das ist schon amtlich. Und da rannte er dann irgendwie mit Gummistiefeln rum und hat auch Moin gesagt und sagte, ja, wie läuft's? Ich sag, läuft gut. Ich sag, wie läuft bei euch? Er sagt, läuft auch gut. Und der Agent sagt, don't think they're coming this year. Maybe they're working on the album, ne? Das ist eine Band, also Agent mit Traumvision zum Beispiel. Nein, der träumt viel. Ja, wir würden sie aber machen. Also wenn wir die Chance kriegen, würden wir sie mal machen. Creeping Death auf dem Acker. Wer weiß, ob es noch passiert. Wer weiß. Gut, die Zeit ist um, befürchte ich. 18 Uhr, Programm geht ja weiter. Vielen Dank an die Herren. Danke auch. Schlussworte. Danke an euch. Ja, vielen Dank nochmal. Und viel Spaß nochmal in den Metal Days.